Stell dir vor, du fährst innerorts, wo 50 km/h erlaubt sind, mit satten 103 Kilometern pro Stunde. Das ist mehr als doppelt so schnell. Du knallst in ein Fahrzeug, das gerade falsch fährt, wirst verletzt und gehst dann vor Gericht, um Schmerzensgeld zu fordern. Wie das Gericht entschieden hat, erfährst du aber gleich nach dem Intro. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehn und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. In der heutigen Episode geht es um einen Raser, einen schweren Unfall und die rechtlichen Konsequenzen. Igor, das klingt nach einem Fall, der alle Autofahrer interessieren sollte. Denn mal ehrlich, wer von uns hat im Straßenverkehr noch keinen verrückten Raser beobachtet? Bevor wir aber in den konkreten Fall eintauchen, lass uns mal die Basics klären. Was ist eigentlich ein Schmerzensgeld und wann steht es mir zu? Ja, das ist gar nicht so schwer zu erklären. Das Schmerzensgeld ist geregelt in § 253 Absatz 2 BGB. Es soll immaterielle Schäden ausgleichen, also Schmerzen, Leiden, Lebensbeeinträchtigungen und. Also alles das, was man nicht einfach in Euro und Cent beziffern kann. Und das bekomme ich immer, wenn ich verletzt werde? Ja, schön wär's. Ja, aber nein, so einfach ist es natürlich nicht. Das Gesetz spricht von einer billigen Entschädigung. Das bedeutet, dass das Gericht alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen muss. Billig heißt aber nicht günstig, oder? Nein, das ist eher juristisch zu verstehen. Billig im juristischen Sinne bedeutet angemessen oder gerecht. Das Schmerzensgeld hat übrigens zwei Funktionen. Erstens soll es dem Opfer einen Ausgleich bieten, also die Ausgleichsfunktion, und zweitens soll es dem Schädiger eine Art Denkzettel verpassen. Das ist dann die sogenannte Genugtuungsfunktion. Interessant. Aber was passiert, wenn beide Unfallbeteiligte Fehler gemacht haben? Also so die typische, klassische Mithaftungssituation. Ja, gute Frage. Viele denken, wenn ich zum Beispiel zu 25% mithafte, dann bekomme ich 75% meines Schmerzensgeldes. Aber so einfach ist es nicht immer. Das Schmerzensgeld wird völlig unabhängig von der Haftungsquote berechnet, zumindest in den meisten Fällen, die mir bekannt sind. Okay, das heißt, theoretisch kann ich zu 90% am Unfall schuld sein und trotzdem volles Schmerzensgeld bekommen. Das klingt jetzt für mich erstmal ungerecht. Ja, ungerecht ist es nicht, sondern flexibel wollen wir es mal nennen. Aber das Gericht schaut sich natürlich alle Umstände an. Wie schwer sind die Verletzungen? Wie hat sich der Unfall abgespielt? Und ganz wichtig, wie haben sich die Beteiligten verhalten? Und da kommen wir gleich zu unserem Raser. Ja, lass uns da mal in die Details gehen. Berlin, M-Straße, 31. Oktober 2017. Klingt wie der Beginn eines Horrorfilms. Ja, passt auch ein bisschen. Ja, also, wir haben einen Kläger, der mit seinem Auto durch die Berlin-Innenstadt düst. Mehrspurige Straße, in der Mitte eine durchgezogene Linie. 50 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung sind vorgegeben, wie üblich in der Innenstadt. Aber unser Held, in Anführungsstrichen, fährt mit rund 103 km/h. Ja, das Gericht sagt sogar, es könnte sogar noch schneller gewesen sein. Oh ja, 103 Kilometer pro Stunde innerorts. Das ist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Wie schnell fährst du denn normalerweise in der Stadt, Igor, mit deinem Flitzer? Selbstverständlich halte ich mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, 103 km/h, das ist schon ziemlich heftig. Ja. Und dann passiert in unserem Fall dann ein Unfall. Der andere Fahrer, nennen wir ihn den Beklagten, wendet illegalerweise auf dieser Straße, die ich gerade beschrieben habe. Und zwar über die durchgezogene Linie hinweg. Das ist natürlich ein klarer Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. § 9 Absatz 5, wen es interessiert, sagt, beim Wenden muss man jede Gefährdung anderer ausschließen. Plus das Überfahren der durchgezogenen Linie ist sowieso verboten und auch Bußgeld bewährt. Ja gut, aber unterm Strich ist erstmal festzustellen, beide Fahrer haben einen Fehler gemacht. Ja? Das klingt also wirklich nach dem typischen Fall der wechselseitigen Mithaftung. Ja, genau. Das dachte sich auch der Anwalt des Rasers. Ja, er hat gesagt, der andere hat gewendet, wo er nicht durfte. Klar ist mein Mandant zu schnell gefahren, aber der Unfall wäre vermeidbar gewesen, wenn der andere sich an die Regeln gehalten hätte. Ja, klingt erstmal logisch und jetzt bin ich gespannt, was das Gericht dazu gesagt hat. Das Gericht war interessanterweise zwiegespalten. Das Landgericht Berlin hat erstmal gesagt, nein, bei so einer krassen Geschwindigkeitsüberschreitung bekommt der Raser überhaupt nichts, also sprich die Alleinhaftung. Aber dann kam die Berufung zum Kammergericht Berlin und das Kammergericht hat dann gesagt, Moment mal, der andere Fahrer hat auch einen schweren Fehler begangen. Das Wenden mit Gefährdung anderer darf hier nicht unberücksichtigt bleiben. Okay, also doch eine Mithaftung. Ganz genau. Das Kammergericht hat die Mithaftung von 75% für den Raser und 25% für den Wender festgestellt, also für den Beklagten. Aber, und jetzt kommt das Spannende, für den Sachschaden bekommt der Raser tatsächlich dann 25% erstattet, immerhin in dem Fall über 6.000 Euro, aber beim Schmerzensgeld. Darf ich raten? Kein Schmerzensgeld, obwohl er verletzt wurde. Erklär uns mal, wie das sein kann, wenn er doch zu 25% im Recht ist. Ja, das ist der Knackpunkt bei diesem Urteil. Deswegen ist das Urteil auch einigermaßen ungewöhnlich. Erfahrungsgemäß sprechen die Richter dann auch eben anteilig ein entsprechendes Schmerzensgeld zu. Aber hier war das anders. Wie ich vorhin erklärt habe, Schmerzensgeld folgt nicht zwingend der Haftungsquote. Überspitzt gesagt hat das Gericht daher erklärt, du bist derart vorsätzlich zu schnell gefahren und hast dich selbst gefährdet. Da ist es nicht billig, dir auch noch Geld dafür zu geben. Ja, war nicht nur vorsätzlich, war schon kriminell schnell.
Ja, genau, das hat das Gericht im Wesentlichen auch gesagt. Also bei über 100 km/h innerorts kann man auch überhaupt nicht mehr von Fahrlässigkeit sprechen. Das war eine bewusste Eigen- und Fremdgefährdung, ganz klar. Ja, Igor, dann lass uns mal auf die Begründung des Gerichts schauen. Wie hat das Kammergericht genau argumentiert? Also das Gericht hat wirklich sehr schön strukturiert argumentiert, muss man sagen. Erstens hat das Gericht gesagt, 103 km/h innerorts, das ist nicht mehr fahrlässig, sondern Vorsatz, wie gerade eben erwähnt. Das Gericht sagt dazu, nach allgemeiner Lebenserfahrung merkt man doch, wenn man zu schnell fährt. Also besonders, wenn du in der Innenstadt bist, erkennt man das ja auch anhand der Bebauung. Du kannst nicht einfach sagen, ups, habe ich nicht bemerkt und deswegen aus Versehen zu schnell gefahren. Und dann hat das Gericht noch einen sehr wichtigen Punkt aufgemacht. Bei über 100 km/h in der komplexen Verkehrssituation der Innenstadt setzt man sich eigentlich bewusst außerstande, auf Gefahren überhaupt zu reagieren. Ja, also stell dir vor, ein Kind läuft auf die Straße oder ein anderer wendet, wie in diesem Fall. Bei dieser Geschwindigkeit hast du eigentlich gar keine Chance mehr zu reagieren. Du machst dich quasi zu einer rollenden Bombe. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Und was war mit den Verletzungen? Ja, das war auch eigentlich ganz interessant. Der Kläger, also sprich unser Raser, hatte eine Prellung am Ellenbogen und der Schulter, dazu eine HWS, BWS und LWS-Distorsion, Kopf- und Nackenschmerzen, sogar eine posttraumatische Belastungsstörung mit Schlafstörungen und Albträumen. Aber das Gericht hat hier trotzdem gesagt, wenn du durch eigenes vorsätzliches Verhalten diese Unfallfolgen selbst herbeiführst, dann ist es nicht billig im Sinne des Paragraphen 253 BGB, die auch noch dafür Geld zu geben. Ja, nachvollziehbar. Aber spannend ist ja trotzdem, dass der andere auch einen Fehler gemacht hat. Ja, und deshalb bekommt er ja auch 25%, also der Raser 25% seiner Sachschäden ersetzt. Ja, aber wie gesagt, beim Schmerzensgeld war das Gericht sehr eindeutig. Die Selbstgefährdung steht so weit im Vordergrund und ist so extrem, dass das alles andere überschattet. Zugegeben, ist eine sehr ungewöhnliche oder unkonventionelle Entscheidung, gebe ich wirklich zu. Aber die Logik dahinter kann ich jedenfalls sehr gut nachvollziehen. Deswegen stell dir vor, jeder Raser könnte nach einem überwiegend selbstverschuldeten Unfall noch Schmerzensgeld fordern. Das wäre vielleicht sogar ein falsches Signal. Ja, und klar ist dabei auch, dass bei einer weniger extremen Geschwindigkeit das Urteil selbstverständlich anders ausgefallen wäre. Ja, aber 103 km/h innerorts, das ist schon ziemlich heftig. Und Michael, weißt du, was das Beste an diesem Fall noch ist? Der Raser hat tatsächlich argumentiert, er hätte den Unfall nicht verhindern können. Ja, bei 103 km/h. Also was denkst du, wie weit denn sein Bremsweg war? Ja, also die Argumentation ist schon ein bisschen schwachsinnig aus meiner Sicht, aber egal. Ja, sehe ich auch so. Ich denke auch, das Urteil hört sich für mich ganz nachvollziehbar an. Aber was meinst du? Das Urteil ist richtig, oder? Ja, ist eine schwierige Frage, aber rechtlich gesehen ist es absolut nachvollziehbar. Ich finde die Argumentation des Gerichts auch völlig plausibel. Das Gericht hat hier auch alle relevanten Faktoren abgewogen. Aber es zeigt sich auch, Gerichte schauen sehr genau hin, wie sich die Beteiligten zum Beispiel verhalten haben. Ja, was bedeutet das für unsere Hörer? Ja, ganz einfach. Passt im Straßenverkehr auf jeden Fall auf. Nicht nur wegen der Bußgelder oder der Punkte, sondern weil extreme Verkehrsverstöße auch zivilrechtliche und kostspielige Konsequenzen haben können. Ja, Igor, die Sache mit den 103 km/h innerorts in Berlin erinnert mich irgendwie auch an unseren Fall mit dem Kudamm-Raser. Wen diese Folge interessiert hat, der sollte sich unbedingt unsere alte Folge zu dem Thema anhören. Ja, der Kudamm-Raser-Fall ist auch ganz interessant. Ja, und was wichtig ist, jeder Fall ist auch anders. Ja, wer Fragen zu seinem eigenen Verkehrsunfall hat, sollte sich professionelle Hilfe holen. Gern hilft unsere Kanzlei bei allen Belangen rund ums Verkehrsrecht. Also meldet euch gern bei uns. Ja, absolut. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ich bin mir sicher, sie hat euch gefallen, dann abonniert unseren Podcast, drückt die Glocke, hinterlasst uns eine Bewertung. Und schreibt uns gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Urteil? Ist es gerecht oder zu hart? Wir lesen natürlich eure Nachrichten. Wenn du dich für rechtliche Fragen zum Thema Verkehrsrecht interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zu dem Thema anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.